Ich bin André, ich arbeite in der Fertigung in der Elektroabteilung. Also ich bin hier, ich habe meine Ausbildung angefangen 2011. Die ging dann 3,5 Jahre. Dann war ich 3 Jahre bei einem anderen Unternehmen tätig und bin dann im November 2017 wieder zurückgekommen. Ja, und seitdem bin ich wieder hier. Warum ich wieder zurückgekommen bin? Ja gut, ich komme hier aus Emmerich und mein Vater arbeitet auch hier eben bei Probat, mein Bruder auch. Ja, ist einfach für mich damals ein cooler Arbeitgeber gewesen, um wieder zurückzukommen. Also ich bin sehr zufrieden, mache meine Arbeit gerne und wenn ich sehe, wo ich angefangen habe als Auszubildender und wo ich jetzt bin, habe ich schon meinen Weg gemacht, würde ich sagen. Also jeden Tag das Gleiche. Also ich glaube, selbst die Kollegen, die jetzt an den Schaltschränken arbeiten, da ist auch immer etwas anderes. Die Schaltpläne sind nie gleich. Also es ist auf jeden Fall nicht langweilig und eintönig. Ich glaube, es ist auch interessant, wir haben auch die Gelegenheit in der Ausbildung bekommen, dass wir mal zu einem Kunden mit den Servicetechnikern mitfahren. Also hat man so eine Röstanlage auch mal live auch in Arbeit gesehen. Und dann weiß man, wenn man an einem einzelnen Bauteil arbeitet, wie das große Ganze dann aussieht. Also das ist schon interessant und die Möglichkeit hat man uns hier gegeben. Also den Bezug Kaffee hatte ich tatsächlich, also war nicht die Intention, um hier eine Ausbildung anzufangen, sondern eher, dass ich mich für Technik interessiert habe, unter anderem für Elektro. Und Kaffee trinke ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gerne, aber wir machen ja auch anderes. Also wir machen ja auch Kakao, Malz, also nicht nur Kaffee. Was mir am meisten Spaß macht, ich würde sagen tatsächlich der Umgang mit den Kollegen. Der Spirit, eigentlich ist er ganz gut, also man identifiziert sich schon mit Probat als Firma, tue ich auch. Klar, es läuft natürlich nicht alles immer rund, ne? Das ist auch bei jeder Firma so, hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde so der Spirit Probat, der ist schon da, ja. Ja, also wenn man hier reinkommt, alles ist offen, weiß, hell. Muss ich sagen, ist auf jeden Fall positiv. Wir hatten früher unsere Elektroabteilung unterm Dach. Da konnte man quasi im Sommer Tomatenpflanzen anbauen, weil es so warm war. Das hat sich auf jeden Fall gebessert. Also das ist schon eine schöne Halle geworden. Also wir haben die Möglichkeit hier zur Physio zu gehen. Wir haben hier ein Betriebsrestaurant. Wir haben eine betriebliche Altersvorsorge und ich muss sagen, die letzten beiden Sachen, die nutze ich ganz gerne. Also wir haben tatsächlich eine Weihnachtsfeier und schon mal ein Sommerfest, die auch rege besucht werden. Wir sind auch am Plane mal mit der Elektrokonstruktion und Fertigung zusammen mal einen Ausflug zu organisieren, um mal den Spirit von Büro und Fertigung mal zusammenzuführen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Also ich für meinen Teil bin vorerst, aber man soll ja niemals nie sagen, erstmal da angekommen, wo ich gerne hin wollte, wo die Firma sich hinbewegt, finde ich es ganz spannend, Thema Wasserstoff, gerade auch im Bereich Elektro, da kommt einiges auf uns zu. Gerade Nachhaltigkeit hat auch viel mit Elektro zu tun. Da bin ich sehr gespannt darauf, was wir da in den nächsten Jahren entwickeln, auf den Markt bringen werden. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Und die Firma wird da auch von profitieren, gehe ich mal von aus. Und da weiß ich nicht, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, sie wird positiv enden. Wenn man mal im Urlaub ist und man läuft dann durch die Gassen und man sieht dann plötzlich in so einer kleinen Rösterei, einem Probat-Röster stehen, dann merkt man so, oh, ja, daran könnte ich gearbeitet haben. Oder wenn man dann schon mal merkt, man trinkt irgendwo Kaffee und man weiß ganz genau, okay, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber 3 von 4 Tassen Kaffee wurden auf einer Probatmaschine geröstet, dann ist das schon, was einem auch ein bisschen stolz macht, ne?